Herzlich willkommen zum zweiten Modul. Das zweite Modul beinhaltet eigentlich das Erlernen der zweiten Position, die wir dann mit der ersten Position, die wir ja im ersten Modul gelernt haben, kombinieren. Und mit dieser Kombination können wir schon ganz viel machen. Wir hatten ja im ersten Modul hier die erste Position. Und wenn ihr das anschaut, ist das auch die ganz natürliche Haltung der Hand. Das heißt, der große Abstand ist zwischen Daumen und Zeigefinger, genauso wie das von Natur aus in der Hand so konzipiert ist mit unseren Fingern. Also wir hatten, ich nehme jetzt mal F durch, wir hatten F, A, C, F. Wie gesagt, hier die Oktav ist die Verdoppelung von diesem ersten Ton hier, dem F. Nun machen wir die erste Umkehrung. Das heißt, wenn wir jetzt in die zweite Position gehen von F-Dur, bleiben die Töne alle die gleichen. F, A und C. Aber wir nehmen jetzt als Grundton nicht mehr der erste Ton, sondern den zweiten Ton im Akkord, das A. Das heißt, der Ringfinger geht hier auf die A-Seite, folglich geht der Mittelfinger hier auf die C-Seite, der Zeigefinger geht auf die F-Seite und der Daumen geht wieder auf die A-Seite, ist ja die Oktavierung vom ersten Ton, vom A hier. Und ihr seht jetzt, der große Abstand ist jetzt zwischen Mittelfinger und Zeigefinger. Jetzt haben wir F-Dur in der zweiten Position. A, C, F, A. Hier ist die erste Position, erste Umkehrung, zweite Position. Könnt ihr euch auch merken, indem eben der große Abstand zwischen Mittelfinger und Zeigefinger ist. Hier sind zwei Seiten dazwischen, die in der ersten Position zwischen dem Zeigefinger und Daumen sind. Die sind jetzt in der zweiten Position zwischen Mittelfinger und Zeigefinger. Das also die zweite Position. Und die üben wir jetzt mit ein paar Übungen ein, die ihr eigentlich schon kennt von der ersten Position. Wir beginnen mit der uns bekannten Übung, die ihr hoffentlich immer wieder mal gemacht habt zwischendurch, mit dem Anspielen der Seite und dem sofortigen Zurückkehren auf die Seite. Also, das machen wir folgendermaßen, dass wir das viermal jeden Finger wiederholen, dann wiederholen wir jeden Finger zweimal, dann einmal und dann machen wir noch viermal den Akkord hintereinander. Wichtig ist, macht es langsam, präzise und regelmäßig, wenn es geht. Denkt daran, auf den kleinen Finger zu achten, dass der nicht irgendwo sich wegstreckt oder verkrampft. Ringfinger, so schnell wie möglich zurück auf die Seite nach dem Anzupfen. Mittelfinger. Zweimal. Wechseln. Einmal. Und den Akkord. Sofort zurück auf die Seiten. Jetzt machen wir das Gleiche in der linken Hand. Wir schauen das kurz an, der Aufbau, wie ihr in die zweite Position kommt von F-Dur. Wir haben hier F-Dur, die erste Position, die wir ja schon kennen. Jetzt machen wir die Umkehrung, das heißt, der Ringfinger geht auf den zweiten Ton des Akkordes, also auf das A, Mittelfinger geht auf C, Zeigefinger geht auf F und der Daumen geht auf das A.
So haben wir die zweite Position in der linken Hand. Wir machen dieselbe Übung, wo wir jeden Finger zuerst 4-mal anzupfen, dann 2-mal, dann 1-mal und dann 4-mal den Akkord. Und so schnell wie möglich zurück auf die Seite. Den Akkord. Und entspannen, ein bisschen ausschütteln die Hände. Nun, nachdem wir das links und rechts gemacht haben, machen wir es mit beiden Händen zusammen. Das heißt, beide Hände sind jetzt in der zweiten Position, mal auf F-Dur. Und genau die gleiche Abfolge. 4-mal, 2-mal, 1-mal und 4-mal den Akkord. Und achtet darauf, ganz präzise zusammen die Finger anzupfen, linke und rechte Hand. Jetzt den Akkord. Und entspannen, Hände ein bisschen ausschütteln. Wie auch schon im ersten Modul üben wir hier auch das Verschieben der Position, weil wir das dann sehr viel brauchen in der Musik, ganz besonders die zweite Position in der rechten Hand. Wir machen zuerst jede Hand einzeln und dann beide Hände zusammen. Wir beginnen mit der rechten Hand, gerade hier, wo wir schon die Übung vorher gemacht haben, auf dem A von F-Dur und spielen nun 2-mal den gleichen Akkord und verschieben dann den aufwärts, einfach die Skala, und dann, wenn wir ganz oben angekommen sind, abwärts auf der Harfe, wie wir das ja schon kennen von der ersten Position. Verschieben. Verschieben. Achtet darauf, dass die Finger ganz präzise zusammen anzupfen. Bis zu oberst, bei mir ist das hier beim D, das wäre dann G-Moll, und dann wieder zurück. F-Dur, D-Moll. Immer alle Finger zusammen aufsetzen und zusammen anzupfen. Ihr müsst das Gefühl für diese zweite Position bekommen, wo der große Abstand von 2 Seiten zwischen Mittelfinger und Zeigefinger liegt.
achten, dass möglichst alle Saiten gleich laut angezupft werden. Könnt ihr mal bis hier zum A, respektive das ist F-Dur, hier unten zweite Position. Und jetzt gehen wir zurück wieder zum Ausgangsakkord, wo wir gestartet sind. Hier sind wir gestartet. Und dann machen wir doch gleich das Gleiche mit der linken Hand. So kann die rechte Hand sich ein bisschen ausruhen. Wir beginnen hier unten, wo wir auch vorher die Übung gemacht haben, und gehen mal abwärts, würde ich vorschlagen. Denkt daran, die Basssaiten spielen wir im oberen Drittel, also nicht hier unten greifen, sondern da habt ihr besseren Widerstand und es klingt auch schöner. Bis zur untersten Seite. Bei mir ist das A, dann wieder zurück. Weiter nach oben. In der Hälfte der Saiten spielen. Gehen wir mal bis hier. Von diesem A gehen wir jetzt wieder zurück. Sind wir gestartet. Nun machen wir das Gleiche mit beiden Händen zusammen. Bis zum B hier bei mir und dann zurück. Jetzt machen wir jeden Akkord einmal, die Skala aufwärts, abwärts, zuerst rechte Hand, dann linke Hand und dann wieder beide Hände zusammen. Ich starte wieder hier beim A.
bis zur obersten Seite und zurück. Darauf achten, alle Finger gleichzeitig anzupfen. Da gehe ich jetzt ein bisschen weiter, bis wir zum A und jetzt wieder zurück. Wo ich vorher begonnen habe. Achtet darauf, dass möglichst die Finger immer miteinander präzise zusammen angezupft werden, also dass es nur nach einem Ton klingt, dass es nicht irgendwie unpräzise die Finger zusammen anzupfen, sondern dass ihr wirklich das als Einheit und auch darauf achten, dass man im Prinzip jeden Finger gleich gut hört, also quasi, dass alle Saiten gleich laut angezupft werden. Jetzt das gleiche mit der linken Hand, da daran denken, oberes Drittel hier in der Hälfte. Den Akkord angezupft habe, gehe ich sofort auf den nächsten und bin dort bereit und spiele den dann im Takt. Gehe mal bis zum A und wieder zurück. Und jetzt machen wir noch beide Hände zusammen. Achtet darauf, dass ihr die Hände präzise zusammen anzupft und möglichst beide Hände gleich laut. Ich zupfe an und gehe dann sofort auf den nächsten Akkord und immer alle Finger gleichzeitig aufsetzen und dann zusammen anzupfen. Hände ausschütteln und ein bisschen entspannen. Wenn ihr das noch ein bisschen steigern möchtet, könnt ihr die Akkorde nicht gleichzeitig, sondern nacheinander spielen. Möglichst im Takt. Wir beginnen mit der linken Hand, machen es mal nur so, dass wir im Prinzip jeden Akkord zweimal spielen, bevor wir wechseln. Dann können wir diese Übung mit dem Spielen nacheinander ein bisschen vertiefen.
und jetzt solltet ihr diese zweite Position schon gut intus haben in euren Händen. Viel Erfolg und viel Spaß!